Bagel-Verschwörung, Überbevölkerung, eine Grenze zwischen Englisch und Französisch. Das alles gibt es hier in Montreal. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind mittlerweile in Montreal angekommen. Und das ist die erste Folge unserer kommenden Montreal-Serie, also ihr könnt euch drauf freuen. Wir zeigen euch die Creative Mile St. Laurent, wo früher eine Grenze zwischen Englisch und Französisch war und heute ein kreatives Viertel ist oder eine kreative Straße. Und dazu ist heute, beziehungsweise die ganze Woche schon, auch das Moralfestival, wo dann auch noch ein paar Videos kommen. Also der Anfang macht heute der Cherry Park oberhalb von Little Italy, wo wir hier sind. Hier treffen sich die Leute, um jegliche Sportarten auszuüben, sei es Cricket, Fußball, Baseball oder einfach nur um den Tag zu genießen. Und der Cherry Park hat seinen Namen von einem ehemaligen Stadtrat bekommen, der von einem ehemaligen Stadtrat bekommen. Genau. Ah, und man spricht so Cherry aus, sondern Jarry. Weil wir sind ja in Quebec und Quebec ist französisch, deswegen nicht Cherry, sondern Jarry. Je ne sais pas. Ich verstehe nicht. Oder wir verstehen kein Französisch. Nein, das tun wir echt nicht. Aber ja, jetzt kommen erstmal noch ein paar Videos, Eindrücke Von diesem wunderschönen Park. Wir sind richtig begeistert und wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Wir halten uns aber auch nicht länger im Cherry Park auf, sondern wir decken gleich die Frage auf, warum das Montreal, eines der Städte in Kanada ist mit der größten Überbevölkerung an Italienern. Bevor wir die Frage aber aufdecken, bewegen wir unsere Ärschle Richtung Jean Talon Market, eines der Marketplaces hier in Montreal. Ja, wir sind am Jean Talon. Sorry. Jean Talon. Ja, wir sind am Jean-Talon-Markt angekommen und er sieht schon richtig krass aus. Es ist schon richtig viel los hier. Wir freuen uns. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, sagt euch Marco, was es hier mit der Überbevölkerung von den Italienern zu tun hat. Weil wir befinden uns in Little Italy. Right. So, nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns in Europa drüben hatten viele Italiener, weil es dort keine Arbeit gab, mehr Lust drüben in Europa zu bleiben und deswegen haben die sich gesagt, in Kanada finden wir bestimmt mehr Arbeit. Damals haben die Kanadier gesagt, wir brauchen eine Eisenbahnstrecke durch Kanada, weil Kanada groß und so. Und da haben die Arbeiter gebraucht und deswegen sind die ganzen Italiener rübergekommen. Und die erste Anlaufstelle war Montreal. Genau, und deswegen gibt es hier jetzt ein Little Italy. Man sieht sofort auch mit den Häusern und vor allem mit den Geschäften, dass es italienisch ist. Hier in Montreal wohnen die meisten Italiener in ganz Kanada. So. Und Spanisch. Sing. Sing ist Portugiesisch. Ja, aber wir haben Italienisch. I don't know.
Also erster Eindruck hier vom Jean Talon Market, richtig schön, richtig nice, richtig geiler Vibe. Hier rundrum sind kleine Cafés, wo man sich überall reinsetzen kann. Und im Markt selber drin sehr viel Trubel und jede Menge los. Man kann alles Mögliche kaufen von Fisch, Käse, Obst, Gemüse, Blumen. Kräuter und es ist alles so frisch, echt krass. Also es glänzt alles wunderschön und ich habe noch nie so gute, geile Erdbeere gesehen gerade. Ja. Also aus Wir haben dem gleich- Bilderbuch. Wir haben gleich mal noch fürs Abendessen heute Abend eingekauft. Ein Bund Frühlingszwiebeln. Aber mehr Und- nicht. Ja, jetzt gucken wir mal, was es hier noch Schönes gibt und dann, Wir können es auf jeden Fall nur empfehlen, kommt hierher. Und Ja. dann noch bei schönem Wetter. Mega. bestes Feeling. Was uns ein bisschen wundert, wir sind in Little Italy und hier gibt's Tacos. Sehr viele Stände mit Tacos. Ich weiß nicht, was die Italiener mit Tacos zu tun haben, aber Ja. gut, okay, egal. Falls ihr dann in Montreal seid, könnt ihr direkt mit der orangenen U-Bahn direkt bis zum Jean Talon fahren. Hier gibt es eine Metrostation. Oder ihr nehmt euch die City Bikes, wo man sich eine App runterladen kann. Und dann könnt ihr durch Montreal mit eurem Bikele bis hierher fahren, könnt den Markt genießen und dann wieder zurückfahren. Ja, die sind sehr begehrt hier und gibt es überall an der großen Hotspots, überall Stelle dafür. Nun, wer gerne in trendigen Bars und Kneipen ist, der sollte sich das Mile End hier nicht entgehen lassen. Und das liegt genau hier neben Little Italy und das ist unser nächster Anlaufspunkt. Nun erstmal an dieser Stelle möchten wir euch bitten, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, weil zum Schluss zeigen wir euch aus eigener Quelle, aus Insiderquellen, eine mega geile Bäckerei hier mit vielen leckeren Sachen und deutschem Brot. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Sauerteigbrot. Für die, Ohne Hefe. Also echtes Brot. Ja, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und an dieser Stelle noch einen ganz wichtigen Reisetipp in Montreal. Und zwar, ihr könnt an jeder Metro ein Ticket lösen, das 24 Stunden gilt für nur $11. Das heißt, beim vierten Mal fahren habt ihr es raus. Das heißt, wenn ihr einen ganzen Tag unterwegs seid, holt euch unbedingt ein Tagesticket und löst euch nicht jede Fahrt einzeln. Genau. Finden wir gut. Ja, Spartipp. Jetzt. Denken wir erstmal das Thema mit der Bagelverschwörung noch auf Ja. und gehen mal zum ersten Bagelbäcker. Und der befindet sich, wie angekündigt, im Mile End. Right. Wo wir jetzt angekommen sind. Also, let's go. Okay, was hast du jetzt da? Ein Butterscotch Bagel. Butterscotch Karamell. Butterscotch Karamell Bagel. Mit Nutella wäre es noch geiler.
Aber kommt's raus? Ja, ist halt Natur. Aber Karamell kommt auf jeden Fall raus. Ja. Also ist okay. Schmeckt geil. Braucht halt noch was drauf. So, warum wir in diesem Video auf die Bagel-Verschwörung gekommen sind, ist, weil Kanadier einfach Bagels lieben, abgöttisch. Ja. Worum es in der Bagel-Verschwörung geht. Es gab irgendwann mal, 1900 irgendwann, gab es 3 Leute, die haben die ganze Bagel-Geschichte mit nach Kanada gebracht. Und aus diesem Trio ist dann einer ausgestiegen, der hat dann Vermont, das hinter uns, gegründet. Und die 2 anderen haben später dann Viateur Bagel gegründet. Hier in Montreal ist es so, die Montrealer, mancher liebt Vermont und der andere liebt eben Viateur. Und die beiden Firmen, die haben auch so einen kleinen Clinch, eben wegen der Vergangenheit, was hinter denen liegt. Ja, und das ist anscheinend bekannt hier, dass der Clinch herrscht. Und deswegen gibt es dann auch einen Clinch unter den Montrealern. Die eine favorisiert das und die andere das. Und jetzt waren wir ja gerade schon bei dem einen und jetzt gucken wir mal den anderen noch an. Chocolate Bagel. Ja. Das ist geil. Geil. Wir sind Team Vermont. Vermont ist besser. Und außerdem ist der Bagel, so wie er hier hergestellt wird, in Montreal, der einzigste Bagel, der jemals auf der ISS war. So, kleiner Fun Fact. Was ist ISS? Das Raumschiff. Das Raumschiff ISS. Okay. Nun, zu meiner Meinung über Bagels hier. Also es sind auf jeden Fall anders als bei uns. Ich finde, sie sind viel kompakter, aber richtig lecker. Wir sind ab jetzt auf jeden Fall Team Vermont. Kommt auf jeden Fall hierher und probiert die Bagels hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Ich habe gedacht, es ist so Subway-Style und man kann da hingehen und kann sich die Bagel auch vielleicht belegen lassen oder man kann sie schon belegt kaufen. Aber es ist eigentlich wie in Mexiko mit den Tacos. Da gibt es ja auch Läden, wo du nur quasi den Teig kaufen kannst und so ist es hier auch. Du kannst da wirklich nur Bagels kaufen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und alles. Und dann, wenn du es halt belegen willst, musst du es daheim selber belegen. Also auf jeden Fall spannend. Probiert auf jeden Fall einen Bagel, wenn ihr hier seid. Und vielleicht seid ihr ja anderer Meinung als wir und nicht Team Vermont. Wenn ihr das seid, gerne in die Kommentare, wieso, weshalb, warum. Sonst kriegen wir Ärger? Nein. Okay, dann jetzt geht's weiter zu unserem Insider-Tipp, den wir vorhin angeteasert haben. Also bleibt dran, es bleibt spannend. So, wir sind nun bei unserem Insider-Tipp angekommen. Hinter uns, diese Bäckerei ist Top-Bäckerei, ja, echt top. Also hier wird noch echtes Brot gebacken, ohne Hefe, mit Sauerteig. Und am Donnerstag, schreibt euch den Donnerstag in eure Kalender ein, ohne Witz. Dieser Koch hier macht die besten 2 Pizzas all over the world. Ja, eine vegane Smashed Potato Pizza mit einem Wild Garlic Dill Pesto obendrauf. Also hier gibt es nicht nur Brot. Es ist geil. Und
wir wissen, von was das wir reden, weil dort arbeiten wir ja momentan. Ja, und daher wissen wir, wie gut hier auf Qualität geachtet wird und auf die Produkte. Und wir sind auch sehr zufrieden damit und es schmeckt einfach immer geil. Ja. Und zum Thema. Hof Kelsten ist der Name. Genau, wir blenden es ein. Wir blenden es ein, wir blenden Hof Kelsten ein und Adresse, damit ihr, oder wir schreiben es auf jeden Fall auch noch unten in den Text, damit ihr auf jeden Fall herfindet. Auf jeden Fall. So, wir befinden uns am Ende vom Mile End und das Mile End hat seinen Namen deswegen, weil es genau vom Anfang vom St. Laurent Boulevard eine Meile nördlich anfängt. Deswegen heißt es Mile End, dieses Stadtviertel. Und wir gehen jetzt vom Mile End über die Grenze sozusagen, beziehungsweise wir laufen auf der Grenze zwischen Englisch und Französisch, weil früher war der St. Laurent Boulevard die Grenze zwischen Englisch und Französisch. Da laufen wir jetzt drüber, weil da findet zurzeit das Moralfestival statt und der St. Laurent Boulevard ist dafür bekannt, dass hier Kreativität und Kunst sich sich vereinen. Und hier kommen also pro Moralfestival einmal im Jahr und hier kommen bis zu 800.000 Besucher. Genau, in diesem Falle. Und wir sind 2 davon. Right, let's go! So, kommen wir nun zum Ende dieses wunderschönen Tages hier auf dem Mont Royal Plateau. Warum dieses Mont Royal Plateau so heißt und warum wir in der nächsten Folge mitten in der City einen Berg erklimmen, das erklären wir euch in der nächsten Folge. Deswegen lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge aus Montreal nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.